Rolle zum Rollhalt 1.8 und werde abflugbereit melden. Mein Name ist Wolfgang Ranninger, bin Privatpilot schon seit vielen Jahren hier am Flugplatz in Wolfsberg und bin auch schon seit vielen Jahren im Vereinsvorstand tätig. Ich war eigentlich als Kind immer schon begeistert von der Fliegerei, war aber nie in der Richtung unterwegs, selbst Pilot zu werden, bis mich ein Arbeitskollege einmal mitgenommen hat mit einem Flug mit einem Motorsegler. Ich habe gesehen, okay, das wäre doch was für mich und habe dann begonnen, eine Segelfliegerausbildung genau vor 30 Jahren in der Steiermark durchzuführen und bin dann über die Segelfliegerei in die Motorfliegerei eingestiegen, die ich jetzt seit 2002 betreibe. Wir rechnen heute mit einem Segelflugschein von etwa 4.000 € die Ausbildung im Verein. In der Motorfliegerei wird es dann schon wesentlich teurer, gibt es aber mittlerweile auch schon verschiedene Scheinvarianten. Aber bei einer offiziellen Flugschule musst du heute mit 15.000 bis 20.000 € durchaus rechnen für einen Privatpilotenschein. Ich bin die Katharina Birker. Ich habe 2023 die Ausbildung für den Touring-Motorkleider eben angefangen und letztes Jahr beendet und bin eben jetzt seit 3 Jahren Mitglied. Also zur ersten Flugstunde kommt man dann recht schnell. Man entscheidet sich mal für einen Flugplatz, macht einen Probeflug aus, um zu sehen, ob einem die ganze Materie eben taugt oder ob einem die Fliegerei eben Spaß macht. Und andererseits eben auch, ob die Chemie zwischen dem Fluglehrer und dir stimmt, weil das war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Nachdem man ja doch mit dem Fluglehrer sehr viel Zeit und viele Stunden in der Luft im Flieger verbringen wird. Viel Theorie am Anfang, aber keine Sorge, man kommt auch zum Fliegen beim ersten Mal gleich. Mein Name ist Roland Trampitsch. Ich bin bei uns da am Flugplatz der Flugschulleiter und Fluglehrer. Mit der Ausbildung haben wir angefangen mit 14 Jahren. Man braucht die theoretische Ausbildung. Dann gibt es noch eben diesen Funk und für den Funkkurs. Das wird meistens extern gemacht, dass wir die Leute irgendwo hinschicken. Zwischen 50 und 60 Starts, dass die Leute dann bereit sind, alleine zu fliegen. Dann steigen wir aus und dann darf der Flugschüler alleine fliegen. Und wenn sie mal so weit sind und alleine geflogen sind, dann müssen sie noch weitere 10 Starts alleine machen. Und dann haben sie theoretisch den praktischen Teil abgeschlossen. Dann gibt es final eine praktische Prüfung. Da kommt ein externer Fluglehrer und nimmt diese Flugprüfung ab. Das Allerwichtigste ist einmal der Wettercheck in der Früh schon. Ist die Strecke, die man vorhat, fliegbar vom Wetter aus? Wenn das gegeben ist, geht man an die Streckenplanung. Das heißt, wo fliege ich hin? Ich zeichne mir das in einer Karte ein, schaue, welche Flugräume ich berühre, wo muss ich welche Freigaben einholen. Wenn es ins Ausland geht, benötigen wir einen Flugplan. Den müssen wir elektronisch aufgeben und uns von der Austro-Control genehmigen lassen. Wenn auch das erledigt ist, checken wir vor dem Start unsere Maschine am Flugplatz. Das heißt, wir checken alle wichtigen Funktionen des Flugzeuges durch, machen noch eine Weight-and-Balance-Berechnung. Wie schwer sind die Passagiere, wie viel Treibstoff habe ich an Bord, kann ich mit dieser Belastung sozusagen sicher am Flugplatz abheben. Und dann geht es eigentlich an den Startpunkt, wo wir noch einmal die wichtigsten Motorfunktionen checken. Wenn auch das funktioniert, können wir endlich getrost starten und abheben. Meine persönlichen Highlights bei der Fliegerei, neben der wahrscheinlich besten Aussicht, die man sich vorstellen kann, die Mischung aus Selbstverantwortung und auch Selbstvertrauen, die man sich immer wieder vor Augen halten muss. Wirklich Angst hatte ich während dem Fliegen noch nie. Es ist immer verbunden mit einer guten Vorbereitung. Wenn ich mir unsicher bin, ob es heute eine gute Idee ist, dass ich in den Flieger steige und ob ich fliegen sollte, dann ist es gescheiter, man lässt es. Bei einem Flug nach Salzburg hatte ich im Startvorgang ein Problem. Wir waren zu viert in der Maschine und im Start eigentlich, das ist der kritischste Bereich des Fluges, weil man natürlich einmal Höhe erreichen muss, hat der Motor mit Aussetzern begonnen. Wir haben das aber mit einem zweiten Kollegen an Bord gut gemeistert. Wir haben uns auf der Höhe halten können und mit einer Umkehrkurve wieder sicher am Flugplatz in Salzburg gelandet. Diese fliegerische Freiheit, von der man spricht, gibt es eigentlich de facto so nicht mehr, sondern es gibt sehr, sehr viele Flugbeschränkungsgebiete, Vorgaben, in welcher Höhe ich wo welche Freigaben benötige von den diversen Flugaufsichtsstellen. Also das wird schon immer mehr bürokratisch und das wäre schön, wenn es sich wieder mal in die andere Richtung bewegen könnte. Was hat mir das Fliegen übers Leben beigebracht? Es ist eine große Gemeinschaft, aber das schönste Fliegen ist nach wie vor, wenn ich alleine im Flieger sitzen kann, wenn das Wetter passt und man kann Strecken fliegen und du kommst nach 10 Stunden Flug wieder am Abend zurück.
Was mir das Fliegen übers Leben beigebracht hat, ist, dass Leben besteht aus Praxis und Theorie. In einen Flieger zu steigen, ohne zu wissen, was man tut oder wie man überhaupt fliegt, kann man machen, man wird aber nicht weit kommen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es keinen Sinn hat, die Dinge zu Tode zu denken. Und wenn man sich früher oder später nicht traut, einfach einzusteigen und was auszuprobieren, wird man nie fliegen. Delta Echo November Whiskey Quebec, Einkauf mit den Enteranflug 18 zur Landung.